und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Das Schloss Neuenburg ist eine Höhenburganlage im Süden des Landes Sachsen-Anhalt. Hoch über den Winzerstädtchen Freiburg erstreckt sich diese imposante, mächtige Anlage, die ich euch heute etwas genauer vorstellen möchte. Das Schloss ist eng verbunden mit der Geschichte der Ludowinger, von denen man annimmt, dass sie in den 1030er Jahren aus Mainfranken nach Thüringen kamen. Das Gebiet um Freiburg und Naumburg gelangte kurz nach 1085 durch die Heirat mit Adelheid, der Witwe des ermordeten Pfalzgrafen Friedrich III. Von Goseck, an Ludwig dem Springer, der hier wenig später die neue Burg anlegen ließ. Damit festigte er wesentlich seine neu errungene Position im Saale-Unstrut-Raum. Bis 1247 war die Neuenburg eine wichtige, zeitweilig sogar die größte Burg der Landgrafen von Thüringen, einer der einflussreichsten Familien des Heiligen Römischen Reiches. Neben der Landgräfin Elisabeth von Thüringen beherbergte die Neuenburg zum Beispiel auch Kaiser Friedrich Barbarossa in ihren Mauern. Nach dem Aussterben der Ludowinger gelangte die Neuenburg in den Besitz der Markgrafen von Meißen aus dem Geschlecht der Wettiner und verlor zunächst beträchtlich an Bedeutung. Erst unter Herzog Wilhelm III. Von Sachsen setzte ab etwa 1440 eine erneute Bautätigkeit ein. Vermutlich wollte er der Neuenburg eine bedeutendere Residenzfunktion zuordnen, was er jedoch nicht verwirklichte. Das Turmgemach befindet sich im obersten Stockwerk des romanischen Wohnturms, der im frühen 13. Jahrhundert errichtet wurde. Wohnlichkeit war im Mittelalter stets mit der Beheizbarkeit von Räumen verbunden. So gehörten große Wandkamine zur Ausstattung der zwei mittleren Etagen des Wohnturmes. Dieser Raum hingegen war eine Sommerlaube, die im Hochmittelalter weder Kamin noch Kachelofen besaß. Zum Wohnkomfort in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gehörte ein von außen zu befeuernder Ofen. Der Kachelofen, der in der jetzigen frühbarocken Einrichtung des Raumes integriert ist, besteht noch aus Teilen seines barocken Vorgängers. Er wurde vom Flur aus befeuert und hielt somit das Zimmer frei von Qualm und Ruß. Durch die Leipziger Teilung von 1485 kam die Neuenburg mit der Stadt und dem Amt Freiburg an die albertinische Linie des Hauses Wettin. Nach dem Schmalkaldischen Krieg 1547 gehörte sie zum albertinischen Kurfürstentum Sachsen. Kurfürst August von Sachsen ließ die Anlage in der Mitte des 16. Jahrhunderts zu einem Jagdschloss umbauen. Diese Funktion erfüllte es auch von 1656 bis 1746 für die Herzöge von Sachsen-Weißenfels und den sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. Nach dem mehrtägigen Aufenthalt des sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. Und der endgültigen Aufgabe der altehrwürdigen Neuenburg als Residenz im Jahr 1770 sollte es nun bis 1806 dauern, ehe sie wieder ins Licht fürstlichen Interesses zurückkehrte. Dieser große repräsentative Raum entstand 1458 mit dem Umbau eines ursprünglich hochmittelalterlichen Bauwerks. Heute wird das Gebäude Fürstenbau genannt. Und
Unter den Herzögen von Sachsen-Weißenfels wurde der Saal als Tafelgemach oder Speisesaal genutzt. Ausgestattet war er im 18. Jahrhundert unter anderem mit einem schwarzen Keramikofen, 16 hölzernen Hirschköpfen mit echten Geweihen, 10 Wandarmleuchtern, einen Deckengemälde, 4 Leinwandgemälden sowie einen roten Ziegelfußboden. Nach der Unterteilung des Saales um 1700 ließ Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels das Portal an den Durchgang vom Tafelgemach in den grünen Salon versetzen, der als Vorzimmer für den herzoglichen Speisesaal diente. Am 30. September 1806 stattete der preußische Monarch Wilhelm III. Mit seiner Gattin Luise der neuen Burg einen Besuch ab. Hat dieses Ereignis auch nur wenig Zeit beansprucht, wirkte es doch sehr förderlich auf die Entwicklung des Schlosses. Das Ende des 18. und der Beginn des 19. Jahrhunderts stehen im Zeichen der Französischen Revolution sowie dem daraus resultierenden Aufstieg Napoleon zum Kaiser der Franzosen. Dessen Reform- und Herrschaftsansprüche, die sich letztlich weit über die Grenzen Frankreichs hinaus auf weite Teile Europas richteten, mündeten in kriegerischen Auseinandersetzungen. Trotz der militärischen Beweggründe für die Reise an Saale und Unstrut unternahm die Königin mehrere Ausflüge. Am 30. September 1806 schließlich reiste Luise zusammen mit ihrem Gatten Friedrich Wilhelm III. Zur nahegelegenen Neuenburg. Begleitet wurde sie von Karl zu Mecklenburg-Strelitz, dem Halbbruder der Königin, und von Generalfeldmarschall Wichert von Möllendorf. Während ihr Gatte, ihr Halbbruder sowie der Generalfeldmarschall unterschiedliche Wege zu Pferd auf die Neuenburg nahmen, fuhr Luise per Kutsche bis zur heute noch existierenden Burgmühle in Freiburg, ab wo sie zu Fuß zum Schloss hinaufgeführt wurde. Am Burgtor angekommen, ging es vorerst zum nahen Heineberg, um hier den Blick über das Unstruttal schweifen zu lassen. Wieder zurück wurde die hohe Gesellschaft mit dem Schloss und seinen Räumlichkeiten bekannt gemacht. Besondere Bedeutung fand dabei vor allem im Nachhinein die Erkerstube an der Westspitze des Galerieflügels, wo das Herrscherpaar vor seiner Rückreise nach Naumburg noch einmal den Ausblick genoss. Dieser hinterließ offensichtlich einen starken Eindruck, sodass der Preußenkönig bereits beim Abgang bemerkt hätte: Die hiesige Gegend ist merkwürdig und schön. Festzuhalten bleibt jedoch, dass es der voranschreitenden Verehrung Luises zu verdanken ist, weshalb ihr Besuch nicht völlig ins Vergessen geriet und damit auch die seit 1815 auf preußischem Territorium stehende Neuenburg im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Erinnerungsort für die Monarchin heranwuchs. Zahlreiche Geschichten und Legenden berichten vom Wirken dieser beeindruckenden Frau, Landgräfin Elisabeth von Thüringen. In atemberaubender Konsequenz wählte sie freiwillig den Weg von höchster gesellschaftlicher Stellung zu tiefster Armut.
Als ungarische Königstochter gehörte Elisabeth zu den vornehmsten Frauen im hochmittelalterlichen Reich. Trotzdem widmete sie ihr Leben voll und ganz den Schwächsten der Gesellschaft. Für eine Fürstin war das ein unglaublicher Vorgang. Auf der neuen Burg soll sie einen kranken Bettler nicht nur gepflegt, sondern zur Erholung auch in das landgräfliche Bett gelegt haben. Für die Jahre 1224 und 25 ist die Anwesenheit Elisabeths auf der neuen Burg urkundlich belegt. Zu ihren Lebzeiten wurde die Doppelkapelle vollendet, die im späten Mittelalter St. Elisabeth geweiht war. Die Neuenburg ist also Lebens- und Verehrungsstätte der heiligen Elisabeth gleichermaßen. Elisabeth von Thüringen zählt zu den eindrucksvollsten Gestalten des Mittelalters. Die ungarische Königstochter war Gemahlin Ludwig IV., weilte als Landgräfin mehrfach auf der Neuenburg und wird aufgrund ihres Einsatzes für die Armen und Schwachen bis heute verehrt. Das Angstloch wurde 1969 entdeckt. In diesem und dem darüberliegenden Raum fand man als Abfall weggeworfene Dinge, darunter Vorrats- und Kochgefäße aus Glas und Keramik, viele Tierknochen und Gegenstände, die dem Zeitvertreib dienten. Die Tierknochen, bei denen es sich hauptsächlich um Speiseabfälle handelt, stammen zu 61% von Haustieren und zu 39% von Jagdwild. Sie erlauben uns einen Blick auf die Speisezettel dieser Zeit und lassen unter anderem auf die Jagdleidenschaft der sächsischen Fürsten und Herzöge schließen, welche die Neuenburg im 17. und 18. Jahrhundert als Jagdschloss nutzten. Die Herdstelle wurde zum Erhitzen des Wassers für die herzöglichen Badestuben aus dem Barock genutzt. Die eigentliche herrschaftliche Küche der Neuenburg, die Küchenmeisterei, befand sich in dem einzelnen Gebäude gegenüber der Doppelkapelle und wurde 1552 nach dem Vorbild der Torgauer Schlossküche erbaut. Die Formen der einfachen Gebrauchsgefäße aus Keramik veränderten sich im Laufe der Jahrhunderte kaum. Noch heute findet man ähnlich gestaltete Vasen, Kannen und Töpfe in manchem Haushalt. Töpfereien, die Gebrauchsgefäße dieser Art herstellen, gab es im Mittelalter in fast jeder Ortschaft. Wegen der Feuergefährlichkeit des Handwerks befanden sie sich außerhalb der Stadtmauer. Um 1550 begann man, die Keramikgefäße mit einer Innenglasur zu versehen, die sie flüssigkeitsdicht machen sollte. Ein Material, bei dem diese Eigenschaft auch ohne Glasur erreicht wurde, war das Steinzeug. Die Brenntemperatur des Steinzeugs betrug 1200 Grad Celsius. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun ein paar sehr interessante Einblicke in das Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen und der Königin Luise von Preußen erhalten. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!